Помещается, в прошлом году все помещалось. Mein Name ist Larissa Afanasjeva, ich bin künstlerische Leiterin in Uppsala Zirkus und ich arbeite im Zirkus schon 16 Jahre, aber das ist Daria Penzina. Sie arbeitet jetzt in Uppsala, Berlin und wir haben einen super Kontakt und wir sind Partner Uppsala Zirkus in St. Petersburg und Uppsala Zirkus in Deutschland. Wir arbeiten in St. Petersburg ab 2000. Früher haben wir gearbeitet mit Straßenkindern und danach Situation ein bisschen gedreht. Und wir haben schon nicht Straßenkinder in der Straße, wo es gerade in der Straße leben. Und wir arbeiten jetzt mit Kinder aus sozial schwachen Familien, mit Kindern mit Kinderheim und auch mit behinderten Kindern. Jetzt als 5 Jahre unser Projekt ganz schnell entwickeln. Wir haben jetzt in St. Petersburg ein Winterzelt. Wir bauen neue Zentrum für behinderte Kinder. Wir haben ein Sommerzentrum, viele Projekte und jetzt insgesamt bei uns trainieren 70 Kinder. Und natürlich, wir wollen weiterentwickeln Projekt und heute wir sind in Berlin, das ist für uns Lieblingsstadt natürlich und hier ist ein alternativer Platz. Für mich ist es sehr, sehr cool, wenn es einzige in der Welt Zirkus für Rabauke spielt, auch in eine komische alternative Berliner Platz. Wir wollen zeigen unser neues Stück. Dieses Stück heißt Ping-Pong-Ball-Effekt. Das ist eine experimentale Zirkus, das ist nicht traditionelle russische Zirkus mit Tieren und so und mit blöden Clowns. Aber wir wollen spielen mit verschiedenen Formen, mit modernen Dance, mit Poesie. Wir wollen bauen neue Ästhetik auch im Zirkus. Wir wollen machen mit Kindern voll Energie in der Bühne. Wenn es das passiert, wenn es das möglich ist, für uns das ist Ziel erreicht. Ziel erreicht, ja. Ich war studieren in der Theatralakademie. Mein Beruf ist Regie, Theaterregie. Und danach zum Ende ich ein bisschen frustrierend für meinen neuen Beruf. Und ich denke, wie ich kann das machen in professionelle Theater, kann ich das machen oder nicht? Aus Deutschland kommt eine verrückte Frau. Sie macht ein Projekt mit Straßenkindern. Ich habe gefragt, welches Projekt. Meine Freundin hat gesagt, das ist ein Zirkus für Straßenkinder. Ich habe gesagt, wow, das ist eine geniale Idee. Wir können machen Zirkus und Theater, wir können das mischen, wir können das machen mit Energie. Und plötzlich kommt ein Mann, ein Producer, hat gesagt, hey Larissa, kommt nach einer professionellen Tournee und danach wir können machen. Und wir kommen nach Deutschland für 15 Städte und wir gemacht super tolle Tournee. Und wenn wir kommen zurück nach St. Petersburg, meine Kinder alle raus aus Zirkus, fast alle Kinder. Wir haben das Projekt verlassen nach der Tournee. Und ich natürlich gehabt in meinem großen pädagogischen Herz einen Schmerz. Und ich dachte, oh, was ist das, was passiert? Und danach diese Kinder im Winter gekommen zurück. Ich sagte, oh Larissa, da ist in der Straße kalt und kein Essen und kein Spaß und lalala und bla bla bla. Und ich habe gesagt, okay, weiter, wir können das machen weiter. Aber nachdem dieser Situation, ich verstehe, ich habe mein Leben und Kinder hat jeden
Jeder Mensch macht einen Fehler. ein Fehler. Minimum 3 Mal. Minimum 3 Mal. Das ist, ich denke immer für diese Situation, was passiert mit mir. Vielleicht ich habe gemacht viele, я много ожидала, слишком много. Ich hatte so hohe Erwartungen, dass die auch, sage ich mal, nur für den Zirkus und nur für dieses Projekt jetzt leben. Aber jeder entscheidet für sich und jeder entscheidet anders. Und damit muss man umgehen können. Und ja, das ist wichtig, einfach mal für sich selbst das einfach zu klären. Давай, делай. Einfach immer weitermachen, nicht aufgeben. Wir haben wenig Zeit im Leben. Ganz wenig, ganz wenig. Und noch ein Problem, wir haben in einer Stunde 24, in einem Tag 24 Stunden. Ich glaube, wenn wir in einem Tag 36, das ist schon gut. Ja? Aber ja, dabei.